schon verstanden. Das wird aber verschieden gehandhabt bei uns. This is handled differently in Germany. Ich in meiner Praxis In my own practice, nehme die Ampullen aus meinem Vorrat, I take the ampules out of my store room. mache die Mixtur zurecht und der Patient trinkt es in der Praxis. I then fix that remedy cocktail and he drinks it right there in my practice. Und ich schreibe auf, welche Ampullen ich ausgetestet und welche Ampullen ich verbraucht habe. And I then record what ampules were tested out and which were used. Und die werden auf der Rechnung dem Patienten einzeln berechnet. And that, of course, then is placed on the bill of the patient. Das ist in Deutschland zulässig. And that is allowed in Germany. Aber nur zulässig, wenn die Medikamente in der Praxis verbraucht werden. But it is only allowed if those medicaments are used up in the practice. Und zwar nur für den betreffenden Patienten. And that is also specifically for that patient. Dann haben wir keine Probleme. Then we don't have any problems with it. Wenn Sie aber eine Kur verordnen, However, if you order some type of a treatment plan, zum Beispiel voll die Kuffreien-Therapie, for example, as a recommendation of the Coop series therapy, das können wir in gegebenen Fällen auch als Zahnarzt machen, which we as dentists could also recommend, dann schreiben wir ein Rezept, then we write a recipe, der Patient geht in die Apotheke the patient goes to the pharmacy, und er benutzt es dann nach Fahrplan. and then he uses it as indicated Und ich nehme aus or einer prescribed. Kuffreihe, wenn ich schon mal eine verordne, I take from the Coop series if I order one, alle halbe Woche eine Ampulle in steigender Potenz. require one ampule in increasing potency. Für mich ist eine Ampulle aus der Kuffreihe in einer Woche zu lang. For me, one ampule from the Coop series for 1 week is a little too long. Ja. Und wenn ich es mit akuten Prozessen zu tun habe, When I deal with acute processes, zum Beispiel grippale Infekte, for example, grip infection, dann Flu verordne infection. ich sowieso keine Kuffreien. then I don't order any Coop series. Dann verordne ich zum Beispiel meinetwegen sagen wir mal, Grippe 80 But I order, for example, Flu 80, und habe es ausgemessen in D4. and I measured it out in a D4 strength. Dann jeden Abend eine Ampulle trinken oder spritzen. Then every night you drink or inject one ampule. Also bei akuten Prozessen. That is in the case of acute processes. Die Frage beantwortet. Now, the question is, and what Gary asked also, why won't you or why don't you put the energy or the remedy into the points of concern with the problem you're treating? In other words, whether in the mouth or on a distal point, or rather than just IM. It's no problem, you can do it. But we do it not. And he has asked me what I do in my office. Okay. I do not make the more injections into the mouth as it's necessary. Das ist, ich nehme die Gleditsch-Punkte, wenn ich auch die Gleditsch-Medikamente verwende. I utilize Gleditsch point for injections if I use Gleditsch medicaments. Aber wenn ich mehrere Ampullen habe, ich brauche ja manchmal 20 oder 30. When I use zum multiple Ausgleichen. ampules, which may be as many as 20 or 30, Wenn ich Drainagemittel und alles dazugeben will, if I use drainage remedies and everything with it, dann spritz mal hier in die Umschlagfalte den Inhalt von 20 oder 30 I don't have the Ampullen. skill to inject 20 cc's into the buccal Und fold. wieder so machen. Das ist nichts. Also das mache ich nicht, das ist auch zu schmerzhaft. Das I geht don't do hier that, it's too oder painful. hier viel einfacher. They don't see it when I do it in the back. Ich habe Dr. Voll in seiner Praxis gesehen, der spritzt ja hinten rein, rechts und links 120 Ampullen auf einmal. I have seen Dr. Voll with some people inject as much as 120 cc's on some patients right and left Das side. geht nicht im Mund. Question? Kommen die in der Praxis für diese Behandlung zweimal in der Woche zurück? Wenn wir postoperativ behandeln, das If we sollte aber noch später post kommen. therapy, Also wenn ich heute operiert habe, if I operated today,
Dann mache ich unmittelbar nach der Operation die erste Injektion, den ersten Test mit Medikamenten und die erste Injektion. Then I proceed in injecting immediately after the procedure the medicaments. Und dann mache ich es in eine Woche lang. And then I do that for a whole week, daily. Jeden Tag, ja. Daily. Das machen wir, ja. Yeah, that's what we do. Ja. Und dann werden die Zeiten auseinandergezogen. And then, of course, we stretch the time. Also dann nur alle 2-3 Tage. Perhaps every 2 to 3 days once, Und dann nur einmal die Woche. and then once a week. Das hängt aber davon ab, wie nah die Patienten an der Praxis wohnen. And of course, it also depends very much how close to my practice the patients happen to be. Oder wir geben Rezepte mit und geben auch an die Anweisung, wie oft er spritzen soll. Da machen wir aber nach Schema alle halbe Woche. And of course, we can also give them the prescription, how often they should be injected. We do that whatever the condition dictates. Also Patienten, die in Praxisnähe wohnen, da kann ich die Abstände variieren. Yeah, patients who are close to my practice, I can vary the time intervals. Aber wenn ich nicht messen kann But if I cannot measure, und ich muss nach Schema arbeiten, and I have to go by schemes, dann machen wir es alle halbe Woche. then we do it every twice a week. Noch eine Frage? Bitte? Is there a reason why you cannot give these things intravenously? So if you have to give 120 cc's. Na, IV? Nein, wir spritzen in unserer Praxis grundsätzlich nicht IV. In my practice, I do not utilize the IV route. Ja, das gibt bei uns, ich weiß nicht, wie es bei euch da oben ist. Er wohnt ja in Norddeutschland, ich wohne in Bayern. You see, he is in northern Germany and I'm down in Bavaria. Aber wenn wir Zahnärzte in Bayern IV spritzen, Dentists who utilize the IV route, und da sollte irgendwie wann mal was passieren, and if something should turn up, dann haben wir erhebliche Schwierigkeiten. then we have significant difficulties. Und es ist ja auch nicht nötig, es wirkt anders genauso gut. And I don't find it necessary. The other route is just as effective. Also bei uns ist das IV-Injizieren für Zahnärzte immer ein gewisses Risiko. In our experience, for dentists to use the IV route is fraught with risks. Also ich habe es überhaupt noch nie eine IV-Injektion in meiner Praxis gemacht. I have never carried out an IV injection in my practice. Und seit über 30 Jahren hat das auch funktioniert ohne. And I have been able to get by without it for 30 years. Oh ja, das sowieso. Der Ralf Turk sagt noch mit Recht, ja, Nosoden und Organpräparate kommen ja sowieso für die Injektion IV nicht in Frage. Yeah, and ozone and organ preparations are not suitable for IV. Also, I mean, it's all für basic regulatory system is going into it. IV-Injektion, nein. Und wenn ich meinen Schwiegersohn sehe, When I see my son-in-law, der ist Arzt für Naturheilverfahren, who is a physician for biological medicine, der spritzt auch alle ausgetesteten Medikamente immer im Top Populär oder hier in Oberschenkel. he also uses the gluteus maximus or the thigh for the injection site. Also das ist IM. ganz einfach. Und wenn das irgendwelche Schwierigkeiten macht, bitte mit Tropfen arbeiten. And if that presents a problem, then use drops. Nicht? What does Ralf do? Ja? Aber was wir machen in unserer Praxis ist, dass wir Eigenblut entnehmen What we do in our practice, we remove the blood from the patient und mischen es mit den Spritzen und geben es dann intramuskulär. and then we mix it with the appropriate remedy substances and inject it IM. Pro Injektion ungefähr 1,5 Kubikzentimeter Eigenblut. For each injection, we use about half cc of blood. From Maine or from the surgical site? Bitte? So Wo kommt it's das not a Blood her? sangrious therapy. No, Ach so, er we meint take es. it from the vessel. Yeah. Aber nicht Injektion, sondern nur Wir entnehmen. entnehmen. Das ist ein Unterschied. Wir entnehmen Das Blut, venöses mischen es Blut entnehmen, aber nicht in und die dann Vene injizieren. Yeah.
Diese ganzen, wie Fritz sagte, diese Mittel dürfen wir nicht etwa, weil wir es nicht können, sondern die Mittel dürfen aus Substanz nicht IV-gespritzt werden. Well, the point is, it isn't that we couldn't inject them IV. The point is that those substances shouldn't be injected IV. They are not suited for that. So, On one point on the mixing of them together, Yeah. do you shake it? Shake it, yeah. Okay. Just shake it, not succuss it. No, I shake it. What about incorporating air in that? Was ist mit der Luft? Wenn die Luft Die Luft, der Schaum ist sogar gut. Wir müssen nur zurückziehen, ob wir nicht eine Vene angestochen haben. The foam that results is actually preferred. One thing to be careful is to aspirate to make certain you're not in a vein when you re-inject. Not into a vein? You can forget IM. The idea in re-injection is to go into the muscle and not into a vein. Muskeln or subcontent. Why don't we take a break for about 10 minutes and then we'll get started again, okay? Just 10 minutes. Patience here. Dr. Kramer, Where'd they all go? They're buying equipment. Ralf ruckzuck. Ja. Herr Dr. Kramer sprach eben über die Erhaltung der Pulpa, Dr. Kramer has been talking about the conserving of the dental pulp. also die konservative Therapie, That is specifically the conservative therapy, die im begrenzten Rahmen which is in a circumscribed concept, zur Verfügung steht. may be available Können to wir us. das Licht ein bisschen dunkler machen? Ich möchte Ihnen jetzt also, wie gesagt, mein Steckenpferd vorführen. I'm going to demonstrate to you what I would call my pet project. Die Schäden, die durch Turbinenschleifen und Turbinenbehandlung am Zahn entstehen And können. that is damages that can result due to turbine grinding on the dentin. Ich bitte um Entschuldigung, ich habe diese Bilder auch für Ärzte eingerichtet. I apologize. These pictures have also been selected to be viewed by So physicians. werden Sie viele anatomische Gegebenheiten als selbstverständlich voraussetzen. For you, most of the anatomical entities that you will see will be a matter of fact, Aber ich lasse selbst trotzdem diese Bilder an Ihnen Revue passieren. but I will still allow the pictures to pass before your review. Wir sehen hier also einen Schneidezahn in der Alveole Here you see an incisor tooth in its alveolus mit dem Zement, with the cement layer, Dentin, the appropriate dentin, Prädentin, the predentin, Pulpencavum and the pulp chamber. und hier haben wir also den Periodontalspalt And here we have the periodontal space. und vor allen Dingen haben wir auch den kortikalen Anteil des Periodontiums als Abgrenzung zum Knochen. And here we also have the periodontal part of the alveolus to the bone. Ich weiß nicht, wie weit es Ihnen bekannt ist, früher galt das Zement I don't know whether you're aware of that, but before it was known that the cement als Abschluss, als dichter Abschluss der gegenüber dem Periodontium. functions as a tight border against the periodontium. Also es wurde behauptet, es könnte keine Flüssigkeit oder Substanz von der Pulpa über das Dentin in den Periodontalspalt kommen, And so it was argued that it is impossible for any kind of substance to go from the dentin through the cementum into the periodontium, weil eben alles vom Zement abgehalten wurde. because everything was then
held in by the layer of cementum. Die Arbeit von Gerasi und Fritz Wien The works of Cherasin and Fritz of Vienna haben bewiesen, dass das Zement ein vollkommen durchsichtiges Gewebe ist. have proven, however, that the cementum actually is a totally permeable barrier. Es wird ja gebildet von den Zementoblasten, It is formed from the cementoblasts, eine Abart des Osteoplasten. which is another form of the osteoblasts. So, das nur kurz zur Pulpa, zur Anatomie noch einmal der Pulpa. So briefly again to the anatomy, the pulp, Und hier auch besonders wichtig die ganz feste Spongiosa, and here also very important the tight or the firm spongious bone, die also noch alle Knochenzellen enthält which contains still all the bony cells, und nur ein Drittel des Gewebes von diesem Spongiosa-Anteil ist Fettgewebe. and only about 1/3 of that spongy bone is fat tissue. Hier noch einmal ein Schliffpräparat in selber Manier, aber für Sie uninteressant. Here again a cut of that preparation, which may not be all that interesting to you. Bitte weiter. Hier ein Querschnitt, This is a cross-section cut Ihnen noch einmal zu zeigen, hier den kortikalen Anteil to show you again the cortical plate, und hier die scharfischen Fasern, an denen kartanisch der Zahn aufgehängt ist. and also the periodontal ligament fibers which suspends the tooth. Bitte nächste Bild. Hier die Pulpa. This is a view of the pulp. Sie sehen das Prädentin, Here you see the predentin. dann kommt die Odontoblastschicht, This is the odontoblast layer, die ziegelförmig übereinander which gelagert sind. is layered in form of shingles on the roof. Dann haben wir eine relativ zellarme Zone, And then we have a zone that is relatively free of cells, die sogenannte Weilsche Zone. which we call the Weilish zone. Die entsteht in dem Moment, wenn der Zahn durch das Integument bricht. This is formed when the tooth penetrates the integument. In dem Moment, wenn der Zahn und seine Hauptsubstanzen In the moment when the tooth and its corresponding skin mit der Mundhöhle in Kontakt kommen, makes contact with the oral cavity, wandern die ersten Antigene durch den Schmelz the first antigens then are allowed to penetrate the enamel, und die Fibroblasten richten sich in dieser zellreichen Zone neben der weichen Zone aus. and the fibroblasts then arrange themselves in this cell-poor zone that is next to the Weilish zone on. Das ist wichtig zu wissen. Also, This is important to know. die Fibroblasten sind sonst netzförmig über die gesamte Otherwise, the Pulpa angeordnet. fibroblasts are distributed in a net form fashion throughout the pulp. Aber in dem Moment, beim Durchbruch, But in the moment when that penetration occurs, wandern die Fibroblasten, die zunächst auch an den nahe der Odontoblasten stehen, the fibroblasts then migrate, even those that are very in close proximity to the odontoblastic layer. wandern ab und bilden eben diese weiche Zone. They regress from that layer and the cell-free zone is then formed. Dieses Gewebe, wie ich Ihnen nachher noch zeigen werde, This tissue, as I will show you that later, enthält keine Mastzellen, contains no mast cells, es enthält keine Eosinophilen no eosinophils are present, und es enthält keine Basophilen. and there are no basophils. Es kann hier also keine allergischen Reaktionen geben. There is no allergic reaction capability in this area. Nur praktisch in der Gefäßwand
only practically in the vessel wall. Befinden sich dem Leukozyten ähnliche Zellen, You will find leukocytes similar cells, die in der Lage sind, den Stoffwechsel der Fibroblasten anzuregen. which have the capability to stimulate the metabolic exchange of the cells. Bitte nächste Bild. So sieht also das Pulpengewebe vergrößert aus. And this is how the pulp tissue looks at a higher magnification. Wir haben die Gefäße, We have the vessels, wir haben die we Bindegewebsstränge have the connective tissues, strands, und wir haben hier Fibroblasten and we also find fibroblasts und wir haben Lymphozyten. and also lymphocytes. Denn Lymphozyten sind in dem Gewebe zu finden. Und zwar Lymphocytes are to be found in this tissue, and that is T- und B-Lymphozyten. T and B lymphocytes. Das Gewebe ist evolutionsmäßig ein sehr altes Gewebe. The tissue, evolutionary wise, can be spoken of as very old tissue. Es enthält also, es hat kein Immunabwehrsystem It in does dem not Sinne, contain an immune system, immune defense system in a sense dass es zur Abwehr gegen Bakterien Mediatorstoffe aussenden kann und that it can exudate materials in the fight against bacteria keine Bakterien sozusagen fressen kann. and can consequently not engulf the bacteria. Bitte das nächste Bild. Hier die Schicht, das Dentin, Here's the dentin, das Prädentin the predentin, und hier die ziegelförmig angeordneten Odontoplasten. and here you can see the shingle-like layering of the odontoblasts. Hier das gesunde, normale Pulpengewebe And here you see the healthy, normal pulp tissue mit seinen Bindegewebszellen, with its connective tissue cells, mit seinem Gefäßsystem, with its vessel system, mit seinen marklosen Nervenfasern with its myelin sheet for nerve endings. und das ganze Gewebe wird auch durchflochten durch die Proteoglykane. And the whole system is permeated with the proteoglycogen. Bitte das nächste Bild. Glycols, proteoglycols. Jetzt eine wichtige Sache, Now an important point, was leider auch auf den Hochschulen sehr wenig bekannt ist. which unfortunately is not really being taught at the schools. Alle Toxine, Bakterientoxine aus dem Mund All the toxic substances in the oral cavity wandern durch den gesunden Schmelz. have the capability to penetrate the healthy enamel. Folglich hat die Pulpa eine immens wichtige Aufgabe. Consequently, the pulp has an immensely important task. Sie hat den Organismus, vor allen Dingen das weiche Bindegewebe, vor den Toxinen zu schützen. It has the task to protect the dentin from all the penetrating toxins. You're talking about not the pulp, the enamel, aren't you? We're talking about The enamel is an important task, not the pulp. On the pulp. The pulp. Pulp is an important task of protecting the dentin. Okay, let's see. Yeah. A moment. Let me repeat what he said. He said that contrary to what the schools teach, the enamel does not provide a barrier to toxins. Toxins penetrate the enamel. Consequently, the pulp has the task of giving that barrier against the intruding organisms or toxins into the immune system. Zum Schutz sind daher zwei Maßnahmen wichtig, For the defense, two parameters are very important. dass wir ein gesundes Mundbiotop haben, First, we have to have a healthy oral environment, sodass wir also wie gesagt nur Saprophyten, dass der Mund nur Saprophyten enthält. that is so that the mouth contains only saprophytes. Das sind Zellen, die in die Mundhöhle gehören und That means cells, organisms that belong in the oral cavity naturally die pathologischen Keime abtöten.
which then in turn will destroy any ingressing pathological substances. Daher ist die heutige Zahnpflege sehr problematisch. In this view, today's dental treatment therapy has its own problems. Durch die bakterizide Wirkung Through the bactericidal von unseren Zahnpasten influences of our toothpaste, wird dieses Mundbiotop zerstört this biological equilibrium is disturbed, und wir bekommen kein gesundes Mundbiotop. and we no longer have a healthy biological oral environment. So sind auch den pathologischen Keimen Tür und Tor für den Intestinaltrakt geöffnet. This opens the gate wide and bright for those pathological organisms into the intestinal tract. Deshalb soll man sich immer überlegen, welche Zahnpasten wir empfehlen und selbst nehmen. You see how important it is to really consider what type of toothpaste you recommend or you use yourself. Bakterizide Cremes sind absolut abzulehnen. Bactericidal toothpastes should be totally avoided. Denn wenn zu viel pathologische Keime im Mund sind, If there is a presence of a high quantity of pathological organisms in the oral environment, wandern die Toxine durch den Schmelz the toxins then immigrate through the enamel und belasten das Abwehrsystem der Pulpa. and consequently stress the defense system of the pulp. Hier jetzt nochmal die Schmelzprismen. And here again the enamel prisms. Bitte weiter. Aber jetzt hier sehr wichtig, And here is something very important. Sie können hier die Schmelzprismen sehen und diese sogenannten Besenreißer. We can see the enamel prisms and also what we call the Besenreißer. Anybody know the English term for that? He says something Zum that das ist ein, no, it's almost like the broom strands. also der Besen zum Kehren. Yeah. So nennt man das Besenreißer. Ich kenne keinen englischen Ausdruck dafür. Da Das habe ich ist es nur ein- übersetzt. Das ist ein fester Begriff. No, he refers to it more as a sweeping broom fibers. Diese Enamel rods. Gebilde This formation sind Hohlräume, are hollow areas die mit organischer Substanz ausgekleidet sind. which then are filled out with organic substances. Und ebenfalls die Grenze zwischen Dentin, also Odontoplastenfortsätzen, And also the border between the dentin or the odontoblastic processes enthält mehr organische Substanz als also der andere contains Schmelz. a higher degree of organic substance as the enamel. Durch diese Hohlgebilde wandern nun die Toxine. Through these In hollow the spaces, canalien. the toxins now have a route to enter into the dentinal tubuli. Bitte das nächste Bild. Hier ein solches Gebilde, was durch den gesamten Schmelz durchwandert. This is such a form which penetrates through the entire enamel. Das ist kein Artefakt. This is not an artifact. Bitte das nächste Bild. Und hier zeige ich Ihnen jetzt eine Arbeit von Professor Ravnik aus Ljubljana, einem Kariesforscher. And here I will show you now some work of Professor Rosner from Ljubljana. He is a caries researcher. Hier wurden mit Luminescin markierte Bakterientoxine aufgebracht. Here he used a luminescent type of technique to bring out bacterial substances Auf den Schmelz. in the enamel. Bitte weiter. Hier können Sie jetzt sehen, das ist das Dentin. Here you can again see this is the dentin. Und dann haben wir hier die weiche Zone.
And here we also have the zone of vials. Und unterhalb der weichen Zone werden nun diese ganzen Toxine von den Zellen abgefangen. And below that zone of vial, the toxins are then being swept up by the cell layer. Hier ist der Rest Pulpa This is the remaining pulp. und Sie können sehen, nur noch ganz einzelne Bakterientoxine And here you can now see passieren diesen Sperrriegel. the single bacterial toxins which still have penetrated that protective layer. Bis nächste Bild. Noch einmal die Vergrößerung. One more time, an enlargement. Hier das Dentin und die Odontoplastenschicht. Here's again the dentin and the odontoblastic Hier layer. ist die weiche Zone. Here's the zone of whale. Und hier ist der Abwehrwall der Pulpa. And here you can see the defense parameter or defensive wall of the pulp. Bitte das nächste Bild. Und nun die einzelnen, eine noch weitere Vergrößerung. Now this is even a higher magnification than before. Die T-Lymphozyten, This is a T lymphocyte die auf ihrer Hülle die Toxine fixiert haben. which contains within it the toxins which have been fixated, Die entstören und abtransportieren. which it holds and then carries away. Ich bitte Sie nochmal zu überlegen, dieses Abwehrprinzip Please ist notwendig, consider this defense principle. It is important. denn ohne dieses Abwehrsystem können alle Toxine via Rotkanal in das weiche Bindegewebe wandern. Because if it weren't for this defense system present in the pulp, the toxins could easily migrate via the pulp chamber into the bone. Nächste Bild. Hier noch einmal ein Odontoplast. Okay, one more time, an odontoblast. Der Odontoplastenfortsatz ist ein Schlauchsystem, The odontoblastic tubuli is a hose form type extension. die Membranen der Hülle bestehen aus Proteoglykanen und Glykokalik. The membrane of the extensions are made of, the membrane is made out of Glykokalik. glycolics. Sie wissen, dass hier die gesamte Versorgung You know that all the supply für Dentin und Schmelz erfolgt. is accomplished for the dentin and for the enamel. Nächste Bild. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, Now, please imagine wenn wir jetzt mit der Turbine arbeiten, when you apply a turbine to tritt an dem Dentinkanal the tooth in the dentinal tubuli, eine Art Wasserstrahlpumpen-Effekt auf. Let's see, yeah. What's that? But Venturi principle is formed. Also, wir müssen uns vorstellen, hier ist der Dentinkanal, Now you have to imagine that this is the dentinal tubuli. der Bohrer dreht sich hier The burst spins in that direction. und es bildet sich ein A vacuum is formed. Unterdruck A low pressure zone is formed. und diesen Druck kann man in etwa nach der Bernoulli'schen Gleichung ausrechnen. And this low pressure zone can be calculated by using the Bernoulli equation. Und es entsteht in dem Dentinkanal ein Unterdruck. And in the dentinal tubuli is formed a zone of low pressure. Die Odontoplastenformationen sind aber Zellen, The odontoblastic formation are cells die niemals evolutionsmäßig which never in an evolutionary manner
einem Druck ausgesetzt waren. were ever subjected to a pressure condition. Daher ist auch die Membranstärke so gering. And that is why the strength of that membrane is so minute, Es ist also auf Druck und Zug nicht belastbar. which can be said that it is not suitable for pressure or stress. Und da drin liegt das ganze Problem. And that is what presents the problem. Bitte nicht. Hier haben wir jetzt Messversuche in der Bundesanstalt für Luft- und Raumfahrt gemacht. This is now a slide of pressure measurements which was accomplished by the Bureau of Space Exploration. Und konnten also feststellen, wir haben folgende Versuchsreihe gemacht. We have done the following experiments. Wir haben einen Messblock genommen, We took a measuring block, den haben wir mit einem minimalen Tubus versehen, and we equipped that with, also mit einem Loch und mit einer Röhre we equipped that. gebohrt, nicht? Gebohrt worden. We drilled a small opening into that block. Dann wurde der Turbinenhandstück Then the turbine handpiece auf einen Schublehre fixiert, was fixed on a moving platform, sodass wir auf ein Hundertstel Millimeter genau den Bohrer, wenn wir die Turbinenhandstück an dieses Loch heranführen konnten und wegführen konnten. which allowed us a micro the control on that on the burr distance from that block, and allowed us to approximate the block or bring it away in the microns division. Wir nahmen eine Turbine und haben nach Resonanzmessung und nach Lichtmessung genau 100.000 Umdrehungen eingestellt. We took a turbine and with the use of light and resonance calculations, we then set the RPM exactly at 100,000 RPM a minute. Und nun stellte sich heraus, dass wenn wir diesen Bohrer in etwa zwischen 1 Millimeter und einem Hundertstel Millimeter bewegten, This resulted that when we moved the burr of 1 to 1/100th of a millimeter, entstand diese Kurve. we attained this type of pressure curve. Hier hatten wir also 25 Millimeter Wassersäule, einen Druck von minus 25 Millimeter. At this point, we had a water pressure of minus 25 millimeter. Dann ging der Druck herunter bis auf 100 Millimeter. The pressure was reduced down to minus 100 millimeter. Hier begann dann die Kurve umzuschlagen und wir bekamen wieder einen Überdruck. In this place, the curve began to flip, and we received again a pressure. Es war also praktisch erwiesen, dass und hier unten waren natürlich Druckmanometer angebracht. Of course, I failed to mention that on the bottom of that opening, a pressure manometer was fixed. Das waren so empfindliche Manometer, die im Grunde zur Erforschung der Flügel im Flugzeugbau verwandt werden, im Windkanal. There are super sensitive instruments that are utilized in determining the pressure on the wings of an airplane in a wind channel. Wir konnten also genau diese Kurve erreichen, die sich bei jeder Messung wiederholte. We attained this curve over and over again, which repeated itself with every measurement. Dann haben wir diesen Messblock durch Zähne ersetzt. Then we replaced that measuring block with teeth, Und haben Zehntel Millimeter um Zehntel Millimeter abgetragen. and by this means we removed 1/10 of a millimeter layer of enamel at one time. Die
Also die Manometer waren dann in die Wurzeln einzementiert. The manometer instruments then were cemented into the root of the tube. Und wir bekamen dieselben Ergebnisse wie bei diesem Vorversuch. And we attained the same type of measurement curves as were done with the other experiments. Das Resultat war also, The results were dass zunächst ein relativ starker Unterdruck entstand. that at first, in the beginning, we have a rather strong low pressure zone, Und dass dann und damit die Flüssigkeit aus einem Gefäß zu saugen war. This low pressure condition aspirates the liquid from the canal, Und der Dentinliquor entspricht ja in etwa der Lymphe. and the dentinal liquid is somewhat similar and can be compared to the lymph fluid. Wenn jetzt die Bohrmaschine sich entfernte, As the burr was removed from the enamel, ließ dieser Druck nach, the pressure was relieved. der Unterdruck nach, That is, the low pressure condition was relieved, und die Flüssigkeit wurde wieder in die unteren Partien gezogen. and the fluid was again sucked back into the lower spaces. Auch bei einer Hochrechnung ergab das nun, dass wir einen Unterdruck bei 380.000 Umdrehungen Even in the high calculating conditions, we found that the pressure by an RPM of 350,000. Nein, ich muss noch einmal unterbrechen. Wir stellten bei diesen Versuchen fest, To digress, we have determined with this experiments dass der Druck nicht linear anstieg, that the pressure does not progress in a linear fashion, sondern exponentiell. but it is exponential. Das heißt also, dass bei 480.000 Umdrehungen That means that an RPM of 480,000, ein Druck entstand von ungefähr 400 bis 500 mm Wassersäule. the pressure was created of 400 to 500 millimeter water column. Dieses sensible Gewebe This very sensitive der tissue Odontoplasten of kann the das natürlich odontoblast nicht lebend überstehen. cannot tolerate that and survive. Eine zweite Belastung kam durch die Turbine. A secondary stress was created by the turbine. Ich darf noch mal zurückgehen. If I may digress. Moment. Ich sagte Ihnen schon, der Zahn ist kartanisch aufgehängt. I told you before that the tooth is suspended by the ligament, Nun wissen Sie, dass jeder Festkörper and so you should know that every solid body eine Eigenfrequenz hat has an own or homo frequency, und dass bei jeder Eigenfrequenz durch Fremdenergie and that each of this homo frequency by an outside energy, eine Resonanz auftreten kann. a resonance state is created. Und Sie wissen, wie verheerend Resonanzen sein können. And I need not mention how devastating such resonances can become. Ich rufe Ihnen nur das Beispiel immer wieder in Erinnerung, was immer wieder erzählt wird. I will call to your attention here the example that is constantly being mentioned, Dass berühmte Sänger that the famous singer ein gefülltes Wasserglas zum Zerspringen bringen konnten. can actually Ja, make das ist wichtig. a filled up glass, break a filled water glass. So ist es auch hier bei der Pulpa. And the same thing is also Bei true in the pulp. 480.000 Umdrehungen, das entspricht
At 480,000 RPM, den Ultraschall. it is very similar to the sonic boom. Und wahrscheinlich wird, da die Turbine ja nicht schleift, sondern schlägt, And it can be because the turbine doesn't grind, but it beats. wird es hier unten, wenn das der Schwerpunkt des Zahnes ist, If this is the pivot point of the tooth bei einer gewissen Frequenz, in a certain at a certain frequency, die haben wir aber noch nicht gefunden, which we have not determined as yet, hier zur Resonanz kommen it leads to a resonance in the pulp area of the apical 1/3, und es kommt hier dann ebenfalls zur Zerstörung der Pulpa. and it also leads to destruction of the pulp Durch in that area Zerplatzen der Zellen und der Gefäße. through such things as explosion of the cell walls and also of the vessels. Denn wir finden immer wieder zwei schwer zerstörte Zonen in der Pulpa. Because we consistently find two areas of destruction in the pulp. Einmal in der Zone, in der mechanisch gearbeitet wird, One area is immediately where the mechanical work is being performed, und in einer Zone, die sich im unteren Drittel des Wurzelkanals befindet. and the other zone is found in the apical 1/3 of the root. So sind wir sind jetzt gerade dabei, diese Resonanzversuche in der Anstalt für Raum- und Luftfahrt nachzuvollziehen. We are now in the process to follow through on this phenomenon, utilizing again the Bureau of Space, Air and Space Exploration. So, das nur über die Versuche This much of the der experiment Schädigung durch Turbineninstrumente. addressing the damages that are done by use of turbines. Hier jetzt eine Vergrößerung, This is an enlargement das Dentin, of the dentin, das Prädentin the predentin, und hier die aspirierten Odontoplasten. and here you can see the aspired odontoblasts. Oder daneben die leeren Kanäle Or next to them you can also see the empty tubules, die also bei denen die Turbinenschleifen, die Odontoplasten durch den Unterdruck die Odontoplastenfasette herausgerissen hat. These are areas where the odontoblastic processes have been torn out of their tubuli. Wenn auch noch Substanz von Odontoplastenfortsätzen zurückbleibt, If any of the substance of the odontoblast remains in those aber canals, der gesamte Dentinliquor wird herausgezogen. but the entire dentinal fluid is aspirated. Beim Nachlassen des Druckes In lowering of the pressure, kommt dann die Einwanderung des Schleifdetritus und der Bakterien in die Dentinkanäle. it then leads to the egress of the grind smear into those now empty dental tubuli. Hier noch einmal die Odontoplastenschicht, die Now here one ganz more time aufgelöst the ist. odontoblastic layer, Und hier die Odontoplasten aspiriert bis hier oben hin. the aspired Teile der odontoblasts Odontoplasten. all the way up into that area, and some are just parts of the odontoblasts. Bitte nächste Bild. It aspirates it into the enamel, or the direction of the enamel. Into the dent. Oh, into the dentin, to the outside of the tooth. Hier noch einmal eine Vergrößerung, um zu sehen, dass fast ganze Odontoplasten hier in die Dentinkanälchen gesogen One sind. more time, even a higher magnification to show you a more clear view where the odontoblasts are aspired into the channels, or Bitte parts of nächste the... Bild. Stan, question. Ja? Stan, what does the patient feel? Just a hypersensitive tooth, or do they feel anything? Welches Gefühl oder was hat der Patient als Beschwerden? Gar kein. The patient has no symptoms. Deshalb erzähle ich das. Der Zahn, This die is why Pulpa, I say that the tooth, the pulp, ist kein Mesenchym, is not a true mesenchyme, sondern ist ein Mesektoderm.
It is what is called a mesectoderm. Es entspricht der Hirnsubstanz. It is actually related to the brain Es substance. ist also ein Nervengebilde. It is actually a nerve formation. Es ist ja auch aus dem Ektoderm gebildet. It is formed of the ectoderm, Nicht vom Endoderm, das Pulpengewebe. not from the endoderm, the pulp tissue. Also es ist ein Zwischending zwischen Mesoderm und Ektoderm. It is a hybrid between mesoderm and ectoderm. Now, Stan, what would it show biologically then? Would it show a chronic pulpitis? A moment. We come. Okay. Yes? A moment. We're gonna show up. We have to turn more pages. So, hier noch einmal eine andere Färbung. Okay, again, this is a slightly different coloration. Und um Ihnen zu zeigen, dass es hier sogar zur Vermehrung von Odontoblasten kommt. To show you that this leads to an increase in the odontoblasts in the layer. Das wussten wir auch nicht, This dass we das didn't know before. passieren kann. That this happens. So, nächste Bild. Hier jetzt eine gesunde Pulpa. Now this is a view of healthy pulp tissue. Interessant für Sie, dass hier also der Nervengefäßkanal läuft. The interesting thing for you is that the nerve channel runs here. Sie können die feinen Fibrillen sehen, You can see the fine fibers die sich netzförmig which form a net-like zwischen diesen Zellen befinden. substance and are found between the cells. Und hier sind erstens Endothelzellen, Those are endothelial cells, first of all, aber es sind auch perivasale Zellen but they're also basal cells in der äußeren Schicht, in the outer layer die in etwa den Leukozyten entsprechen. that are somewhat compared to lymphocytes. Diese geben Funktionshormone an These give off functional hormones off to die Fibrozyten To und the- Fibroblasten fibrocytes and fibroblasts, und veranlassen diese Fibroblasten, Fibrin Fibrin auszuschenden, um dann neue Fibrillen zu bilden. and cause the fibroblast to excrete fibrogen to encourage the formation of additional fibroblasts. Und Sie können sehen, wie unklar diese Zwischenräume sind. You can see somewhat how unclear the in-between spaces appear. Dieses ganze Gewebe ist auch wieder durch Proteoglykane netzförmig durchzogen. And this system again is permeated through the proteoglycans in a net-type fashion. Bitte nicht. Hier jetzt noch einmal ein solches Gefäß, Here again, such a vessel, die feinen Fibrillen, the fine fibrous, und hier läuft ein Nerv, and here you see ein markloser Nerv. the laying a unmyelinated nerve fiber. Also imponieren, hier ist sonst der andere Gefäß, Nervkanal. To reiterate, here is another nerve canal. It's forbidden. This is serious stuff, guys. Wie sagt man, ich werde sehr ärgerlich. I'm a very strict teacher and I can Ich get lache really gerne angry. über andere, aber nicht über mich. I enjoy laughing at others, but boy, do I have problems with myself. Das muss erstmal festgestellt werden. I just wanted to let you know. So, Sie sehen hier also den Nervgefäßkanal We see here the nerve vessel channel, und diese Gefäße und die Nerven sind hier sozusagen in dem
zarten Gewebe aufgehängt durch These eine verstärkte vessels and the nerve are here suspended in this delicate layer. So, nächste Bild. Hier noch einmal dasselbe aus einem It's anderen again Schnitt. the same thing, but just from a different view. Bitte das This nächste. section. Oh, we're going wrong back- way. wrong way. Das kann sein, dass noch eins da. Ich habe mehrere Schnitte, das ja so. I have several sections like that. So, jetzt die ersten Einwirkungen The first der Turbinen-Einwirkung auf die Pulpa. And now you see the first, oh my goodness, the first influence of the turbine on the pulp. Sie können hier die gefüllten Gefäße erkennen. You can recognize here the engorged vessels, Eine Ansammlung von Lymphozyten an aggregation of lymphocytes und von Fibrozyten, and fibrocytes, aber also eine Reizung. however, a stimulus, Es kann auch noch zum Austritt von Blutkörperchen in die Umgebung kommen. which can lead to the extrusion of blood particles into the tissue spaces. Aber der Patient empfindet bei diesen Sachen keine Schmerzen, However, the patient perceives no pain in this condition weil keine Mediatorstoffe ausgesendet werden. because there are no mediator substances being extruded. Also es wird nicht Histamin ausgeschüttet, That means histamine is not spilled, Serotonin und alle die Mediatorstoffe serotonin and all the other mediator substances. finden wir nicht in der Pulpa, We will not find that in the pulp weil wir ja kein normales Abwehrsystem haben. because we do not have here a normal defense system. Wir haben nur T- und B-Lymphozyten We only und have the presence of T Immunglobuline. and B leukocytes and also the mucoglycols. Und die ganzen Versuche der Hochschule And all the experiments of the school systems fanden dieses Bild, found this picture was nach 6 bis 8 Wochen wieder verschwunden war. has actually cleared up after about 6 to 8 weeks. Nach 6, 8 Wochen sehen Sie hier wieder eine gesunde Pulpa. In this area, after 6 weeks, you will see again a healthy pulp. Aber jetzt fängt die eigentliche Zerstörung der Pulpa durch die Toxine aus den Tentinkanälchen an. However, the actual destruction of the pulp takes place now because of the intrusion of toxins into the dental tubuli or empty dental tubuli Bitte das channels. nächste Bild. Oder es kann natürlich kommen, wenn zu nah geschliffen wird, And it can also come if the grinding is done rather deeply, dass es auch mal zu einer akuten Pulpitis kommen kann. which can lead to an acute pulpitis. Dann treten allerdings aus den Gefäßen, dann öffnen sich die Gefäßspalten Then, however, the vessel wall slits are opened, die Abwehrzellen können durch die Gefäße treten and now the defense system cells can now escape from the vessels. Jetzt finden wir also Mastzellen, Lymphozyten, Leukozyten perivaskulär. And now we find mast cells, lymphocytes, and perivascular cells in the tissue spaces. Und dann beginnt die Einschmelzung und wir haben den Pulpenabszess. And then we see a process of further enamel or dentin formation and abscess, Abszess. and leading to an abscess, Das ist dann die akute eitrige Pulpitis. which leads to an acute pussy pulpitis. Hier ein solches Bild. Das ist der akute, eingeschmolzene. And this is such an acute, circumscribed opening. Wir finden dann hier noch, das sind jetzt Mastzellen. These are Also mast cells, Hier wirken dann hier das ganze eitrige Pulpengewebe. and here is the pussy pulp tissue. Und das Interessante ist, dass durch die erhöhte Säurewerte, die bei Entzündung auftreten, Which is interesting that the higher acid conditions which are brought about by inflammation sich das Prädentin auflöst. now Schollenförmig. dissolve the predentin.
Und je länger dieser Prozess besteht, desto größere Schollen stoßen sich vom Prädentin ab. And the longer this condition prevails, the higher the degree of chunking of the predentin will occur and the breaking away of the predentin chunks. Bitte das nächste Bild. Hier noch einmal so eine akute Pulpitis. Here again, such an acute pulpitis. Die Stase in den Gefäßen. The stasis of the blood vessels. Hier die kaputtgegangene, eitrig veränderte Pulpa. This is the destroyed, the pussy dental pulp. Hier das schollige Dentin. And here the breaking up of the Hier predentin. ein Dentikel. And this is a denticle. Der aber nicht von turbinenbeschliffenen Zähnen herrühren muss. But it is not due to turbine Ich hoffe, ich habe Bilder mit, cut teeth. I hope I have some break pictures with me. dass ich Ihnen dann hier an diesen normal entstandenen Dentikel noch die Odontoplasten zeigen kann. Because I would like to show you the odontoblasts that are still present on a normally formed denticle. Das ist wieder eine solche schollige Auflösung. This is again such a chunk form dissolved dentin. Das Prädentin wird also vollkommen zerstört. So the predentin is then totally destroyed. Bitte das nächste Bild. Hier noch einmal am Wurzelkanal. And now again to the root canal. Sie sehen, der Wurzelkanal geht eigentlich hier, You can see where the root canal goes, channel aber goes. hier ist der dicke Abszess. And here you can see the large abscess. Also, die Toxine sind durch den Zement in das Periodontium eingewandert und hier ebenfalls und haben hier die Entzündung gemacht. The toxins have actually migrated through the dentin and not through the apex of the canal. Sie können aber natürlich auch hier die entzündliche Vernarbung des Gewebes erkennen. You can see right here the inflammatory scar formation of the tissues. So, bitte das nächste Bild. Nächste Bild. Das ist auch die Pulpa. Die That was also pulp, another Hier view of noch the pulp. interessant, Here, this is interesting, dass also die Metalle, Amalgam, hier eingewandert ist. that metal particles such as amalgam has now migrated into that tissue. Ja? Wie wissen Sie, dass die Toxine da bei voriger Foto, die ja nicht vorher auch schon da waren, dass die... Das hat nichts mit Turbinenzähnen jetzt zu tun. Ich zeige Ihnen jetzt hier nur, wie eine akute Pulpitis, die beim Schleifen auftreten kann, This doesn't have anything to do abläuft. with Das sind also turbinate teeth. turbinenbeschliffene Zähne, die eine Pulpitis, das ist alles aus meiner Praxis. Verstehen Sie? Okay. Also nicht von mir fabriziert, sondern von mir entnommen und diagnostiziert. Ja? I guess that answer was directly. Hier das Here's the amalgam and here's the. hier durchwandert und dann also auch im Periodontium You gefunden see werden kann. evidence of it migrating in the pulp and also the presence of it in the periodontium. Nächste Bild. Is that amalgam or Amalgam. is that mercury or what is Nein, ja, it's mercury. Mercury and silver. it's silver too? Silver Is and it going, mercury. is that going through the dentin? Was ist? Is that going through the dentin? Geht das durch das Dentin durch? Wo kommt das her, fragen Sie? Durch den Rückkanal. Das geht allerdings nur durch den Wurzelkanal. This has the route of that was via the root canal. Bitte nächste Bild. Nächste Bild. Nächste. 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 Hier auch ein interessantes Bild. Here again, something interesting. Sie sehen hier, also in der Pulpa, Inside the pulp, jetzt eine Dentikelbildung, you see the formation of a denticle. aber da wollen wir jetzt noch nicht drauf zu sprechen kommen, Bild nicht, kommt noch an. But maybe we shouldn't go into that right now. Let's go to the next. Nächste Bild. Hier jetzt also das Bild einer erkrankten Pulpa. Now this is a picture of a sick pulp.
Sie sehen hier jetzt die verstärkte Fibrillenbildung. You can recognize here the increased fibrin formation. Es ist fast kein Freiraum mehr da. There's hardly any free space available here. Wir sehen hier zwar die Gefäße, We see, however, here the vessels, aber sonst nur bindegewebige, otherwise only umgewandte connective Pulpa. tissue and changed pulp tissue. Bitte das nächste Bild. Hier jetzt ganz deutlich sichtbar die groben And- Fibrillenbildungen. And here we can see very plainly the large formation of fibrils Und hier vermehrt Bindegewebszellen, and the multiplied connective tissue cells, die nun dieses Fibrin ausgeschieden haben und die Fibrillen gebildet haben. which have exudated the fibrin and have formed the fibrils. Was ist nun die Folge What is the dieser result verstärkten? or the consequence of this increased Es kann nicht mehr ein normaler Stoffwechsel geschehen, wie das nächste Bild. a normal substance or metabolism cannot proceed in this area. Hier noch einmal, das waren die normalen Fibrillen Here would be an example of normal fibrils, und hier diese breiten Ausbildung der Fibrillen, and here you have the real wide formations of the fibrils, die also perivaskulär sich anlagern. which are deposited perivascular. Die Folge ist also, dass der Stoffwechsel zwischen Pulpengewebe und Gefäßsystem nicht mehr funktionieren kann. With the consequence that the material exchange, the product exchange between the vessels and the pulp is now being stymied or hindered significantly. Es muss zur Degeneration der Pulpa kommen. It will Weiter. finally lead to the degeneration of the pulp, Hier und dann schließlich und endlich, weil der pH-Wert durch die veränderten Stoffwechselgeschehen nicht mehr stabilisiert werden kann, and the reason for that finally is because the pH value can no longer be equalized, kommt es zur Ausfällung der Calciumkristalle. and it comes to formation of calcium crystals. Und zwar, wie gesagt, immer in Nähe der Gefäße, And as I said before, this always happens within close proximity of the vessels and the nerve trunks. weil eben die gesamten Stoffwechselprodukte nicht mehr weiter transportiert And the werden reason können. for that is because the metabolic products can no longer be transported distally, Und es kommt dann hier zur Ausfällung der and Calciumkristalle. so they precipitate out close to the vessels in form of calcium crystals. Bitte das nächste Bild. What is the pH? What is the What is pH? a number? Der pH-Wert beträgt manchmal sogar 5. Sometimes the pH value may be as low as 5. So, hier jetzt noch einmal die Anfangsbeschwerden No. nach der Turbinenschleiferei. Here again, the beginning complaints following a turbine procedure. Voll, Stasen in den Gefäßen, Stasis in the vessels, Austritt von roten and Blutkörperchen, exudation of red blood corpuscles in the tissue aber spaces. sonst keine Zerstörung der Pulpa. Otherwise, one cannot detect any other damage to the pulp. Nur die aspirierten Only, Odontoblasten. only the aspired odontoblasts into the dental tubuli. Hier jetzt das ist jetzt eine einfache Eosin-Hämatoxylin-Färbung. This is a simple eosin hemotoxin coloration. Das stain. Gefäß, The engorged vessel, hier die verstärkte the Fibrinbildung increased fibrin formation, und hier ebenfalls, and here as well. denn das ist ein Nerv. This is a nerve, Und wie gesagt, eine Auflockerung dieses Gewebes, ein langsames Auflockern and dieses as I Gewebes. mentioned before, a loosening of this tissue. Die Zellen werden immer ärmer und geringer. The cells become poorer and also fewer in number. Bitte das nächste Bild. Hier schon weiter Ausscheidung von Fibrin. Here you can see already a further extrusion of the fibrin, Und hier schon die ersten Ausfällungen
von Calcium, Rotan-Calcium. And here you can already see the breaking away of the calcium crystals. Nächste Bild. Und hier, das ist jetzt ein riesiger Dentikel, This der is sich a auf huge diese Art denticle gebildet hat. which has formed on in the prescribed way. Wir sehen keinerlei Odontoblasten mehr. We don't see any type of odontoblasts. Also, und die schollige Auflösung schon im Prädentin. And also you can see the chunky type of dissolving of the predentin. Das sind also die Schnittflächen. And these are the grinding surfaces. So, nächste Bild. Stand again at what they call a pulp stone. Yeah. In essence, Bitte? Yeah. Denticles are pulpstones. Ja. Dann hier eine weitere Zellarmut. Here again a zone of low cell count. Die Zellen werden verschwinden und es bildet sich immer mehr Narbengewebe. The cells disappear and more scar tissue is formed. Interessant ist, It is je kränker die Pulpa wird, That the sicker the pulp becomes, desto größer latschen die Venengefäße aus. the larger become the veins. Warum, wissen wir nicht, aber Why, we don't know. es ist praktisch ein Hinweis, dass die Pulpa kaputt gegangen ist. It may be a hint that there was destruction to the pulp. This perhaps is just my experience. So, nächste Bild. Und jetzt sind das elektronenmikroskopische Now, Aufnahmen. these are electron microscope pictures. Die sind ganz neu von Professor Heine aus They're Herne, quite new by Professor Hein aus from Ghana. meinen gewonnenen Zähnen hergestellt. They were done by a team that I extracted. Das ist jetzt eine gesunde Pulpa This is a view of a healthy pulp. Von einem Weisheitszahn, It is taken from a wisdom tooth, der aus orthopädischen Gründen gezogen wurde. which was removed for orthopedic Wir sehen reasons. hier also einen großen Fibroblasten This is a huge fibroblast, mit seinen Dendriten. which with its dendrites. Und ich bitte Sie, das genau zu beachten. Please Hier note, kommt ein however, anderer Dendrit here is another dendrite, und die liegen hier ganz eng aneinander. and they are placed very in close Es proximity, ist praktisch eine Synapse It wie is- bei Nervengewebe. practically a synapsis as we see with nerve tissues. Und hier können Sie das nun schon vorgebildete Fibrin sehen, And was here- durch die Zelle jetzt ins Gewebe einwandert. And here you can already see the preformed fibrin, which has from the cell immigrated into that area. Das ist aber ein biologischer Vorgang, This is, however, a biological process, denn es kommt ja zum dauernden Umwechseln der Substanzen im Because- Gewebe. in every tissue there's a constant changing of tissue. Das ist ein interessanter Befund, das This- hat man bisher praktisch auch nicht gewusst. This is a very interesting point because one that did not see that phenomenon before. Hier jetzt ein ebenfalls wieder ein Zellkern Here again is a cell. eines Zyprozyten. Kern, is this a nucleus? Yeah, Okay. nucleus. This is a cell nucleus of a fibroblast. Und hier auch wieder die schon vorgebildeten, das vorgebildete Fibrin, das jetzt durch die Wände geschleust wird. And here again the preformed fibrin, which is beginning to be forced through the cell wall, through the nuclear Hier wall. die einzelnen Zellorgane. And these are the various cell organelles. So, bitte den nächsten. Nächste Bild. Wir sind gleich fertig. We will soon be done. Eine Wanderung in die Umgebung. Yeah, just enjoy the trip through the forest. Hier jetzt von einer Krankenpulpa. And now we go to a diseased pulp. Hier ist der Zellkern This is the nucleus. und hier sind die verschiedenen Organellen And des, here,
der Zelle. And here you can see the various organelles of Hier the ist die cell. nächste Zelle. Here you see the next cell. Und ich will Ihnen hiermit nur zeigen, wie eng sich diese Zellen aneinander legen. And I want to point out how close they are, the cells are approximated to each other. Und nur die Proteoglykane And now the trennen proteoglycans diese beiden Zellen voneinander. separate those two cells from each other. Hier dieses netzförmige Gebilde, das sind die Proteoglykane, And these net-type formations are the die proteoglycans, also auch hier die gesamte Pulpa ausfüllen. which permeate the entire pulp. Bitte das nächste Bild. Und hier jetzt die vermehrte Ausscheidung von Fibrin und zur Fibrillenbildung. And now you can see the increased exudation of the fibrils to fibrin to fibrils formation. Durch die Zellwand abgegeben wird And here you can see how they're given off through the cell wall und nun in das Gewebe abgelagert and wird. now are penetrating or dumped into the tissue spaces. Also die erste Reaktion ist auf einen Turbinschaden, So the dass first es zur reaction vermehrten Fibrinausscheidung kommt. to turbine damage is the exudate of this fibrin from the cell. Nächstes bitte. Hier noch einmal wiederum jetzt die Bildung einer Fibrille. Here again the formation of a fibril. Und Sie sehen schon, wie viel breiter und vermehrter jetzt dieses Material aus der Zelle ausgeschieden wird. And you can see how much it has increased, the material that has been extruded from the cell, how much it has increased. Und ich sagte Ihnen vorhin, dass die Pulpa ein sehr altes, primitives Gewebe darstellt. And I told you before that the pulp represents a very old, primitive type of tissue form. Und die einzige Abwehrmöglichkeit für And the die Pulpa gegen große Moleküle And the only defense possibility the pulp has against large molecules besteht darin, dass sie ein netzförmiges Gebilde in der Pulpa bildet, that they form a net form type structure within the pulp dann gröbere Partikel auffangen zu können. in order Bitte to das nächste, entrap the large particles. bitte das nächste Bild. Hier jetzt die ganze Verdichtung des Gewebes. Here Hier you haben wir can noch see- einmal die Proteoglykane. How the whole tissue becomes more and more dense. You see the proteoglycans there. Bitte das nächste Bild. Und hier jetzt etwas ganz Interessantes. And here, Diese schwarzen Punkte something sind alles very Bakterien. special and interesting. The black points are bacteria. Sie sehen, die werden wie in einem Spinnennetz, You can werden see diese Bakterien hier aufgefangen. how these bacteria are entrapped as if it were by the net of a spider. Die werden also richtig eingemauert. They are in fact being mortared into position Weil sie nicht durch Antigen-Antikörperreaktionen because they zerstört werden können. are not being destroyed through this antigen reaction by the body, Phagozytiert and they werden. cannot be phagocytized. Also muss sich die Pulpa anders helfen. So the Die mauert die Dinger mit Fibrillen ein. Has to proceed in a different way to deal with these intrusions by forming a fibrin type of barrier. Das sind wohl ganz neue und für uns auch die interessantesten Erkenntnisse, die wir jetzt aus der ganzen Sache gewinnen konnten. These are brand new and for us very, very interesting findings which we were able to attain from this study. Denn die Toxine dieser Bakterien Because the toxins of these bacteria, und wenn diese Bakterien absterben, and also when these bacteria die, die Kapselantigene, the antigens of the bacterial capsule die wandern natürlich durch das Pulpengewebe durch. have the ability to penetrate through this pulpal defense parameters. Bitte das nächste Bild. Das ist nochmal in etwa dasselbe, aber das würde jetzt zu weit führen. It's about the same of what we had before. Hier noch einmal diese Bakterien, wie sie eingemauert werden. Here again is a picture of the bacteria as they are being mortared in.
Ist doch wirklich interessant, nicht? Don't you find this quite interesting? Ja. So, das nächste Bild bitte. Hier eine kleinere Vergrößerung, damit Sie die Menge der Bakterien in der Pulver erkennen können. This is a slightly smaller magnification so that you can see the extent of the number of bacteria in the pulp. How does the bacteria get in there? Is this from a prepared tooth or is this from a carrier's tooth? Wie sind die Bakterien in den Das habe hineinkommen? ich Ihnen doch erzählt. I thought I explained it to you. Ich habe Ihnen doch gesagt, durch die Dentinkanäle sind sie in die Pulver eingewandert. I said earlier that via the dental tubuli they migrated into the pulp. Das ist doch der Witz dabei. This is Die actually werden kind of the joke. eingezogen They are being sucked durch into den it Unterdruck because of the low pressure zone, und daher ist es ganz egal, ob der Wurzelkanal, ob die Pulpa dann so oder so behandelt wird, And it is- der Stumpf. and it doesn't matter in which manner we deal with the remaining tooth substance. Die Bakterien teilen sich wie hier. The Die bac- vermehren sich in der Pulpa The bacteria now have the potential of growing and dividing in the pulp, und die Toxine wandern eben durch die Pulpa durch in das weiche Bindegewebe. And, and the bacteria then migrate through the pulp into the soft connective tissue. Das sind dann so die Endzustände einer Pulpa. And these are the end results of a pulp. Wir sehen hier die Staaten in den Gefäßen, You can see the vascular stases, die riesigen Bindegewebsbündel, the huge connective tissue bundles, keine Zellen, very poor cells, with the presence of no aber cells. entlang des Gefäßes und der Nerven die But- Ausscheidung der Calciumkristalle. But along the track of blood vessels and nerves, you have the formation of calcium particles. Das nächste Bild. So, nun wollen wir, das sind Dentikel, also nun sind, Those are pulp stones, more pictures of pulp stones. das sind so immer die Endzustände nach 5, 6 Jahren, And wie wir sie finden. these are now the conditions of the pulp after 4 or 5 years as we find it in the pulp. Aber diese Zähne, und das müssen Sie genau wissen, And- reagieren auf kalt und warm These teeth, you should know, react to warm and hot, und auf I mean- Elektrik, cold and ja, hot, ist egal. Und sie reagieren auf elektrische Pulpenreize. and they will also react to electrical pulp stimulation. Damit will ich Ihnen nur erklären, wie unsinnig die bisherigen klinischen Pulpenprüfungen sind. And so you can imagine, and I want to explain to you why the accepted pulp testing devices are senseless in my Wir können opinion. also sagen, diese Pulpa ist laut Pulpenprüfung gesund. Because this pulp right here, with the devices we now have, would be declared as a healthy pulp. Obwohl wir genau wissen, dass wenn wir es mit dem EAP messen, mit der Reizstromtest, dass das eine Pulver ist, die einen maximalen Herd darstellt. Even though in checking with our energetic instruments, we can tell you that this represents a maximal foci. Since the body can't get rid of these bacterial inclusions, can the pulp stones be the body's protective mechanism to surround the bacteria like a pearl? Kann es sein, dass diese Tentakel unserer Körpers Versuch ist, die Bakterien einzumauern? Ja, das hat man früher gedacht. That's what was the opinion In earlier. Form bei den Tuberkulose, meinen Sie, nicht? For example, this was the opinion of people who tuberculin Als Bakterienfänger to entrap bacteria. werden die Bakterien eingemauert. Das ist hier aber nicht, sondern das ist ein reines Gewebspotentialfrage. This is not the case here, but the question here is actually a question of potential. The reason why they form is the pH drops. Der Grund, weshalb diese Form entsteht, weil das pH-Wert wird erniedrigt. Ja, der ist erniedrigt, Yeah, the Und pH dann- value is lowered. vielmehr er ist. Wir wissen, dass aus Erfahrung und
gesamte Stoffwechsel ist gestört. You see, the entire metabolic material exchange is disturbed. Und daher, versuchsmäßig ist das gemacht worden, kommt es zu dem Ausfällen der Calciumkristalle. And as the experiments have shown, this leads to the formation of those calcium crystals. Bitte nächste Bild. Ja? So, this is tested biologically. You find a chronic pulpitis. This is irreversible then. And the only thing you can do is extract the tooth. Right. Das ist eine Irreversible Situation. Ja. Das muss And you, Das ist eine irreversible, sobald der Zahn mit der Turbine beschliffen ist, ist das ein irreversibler, unaufhaltsam fortschreitender Programm. As soon as the tooth is ground with the turbine, it initiates an irreversible process that is unavoidable. So, und nun darf ich Ihnen noch ein Bild zeigen. even what? What they say? Use a laser right after you use the turbine, would that prevent it or? Kill it faster. Wenn ein Laser zum Beispiel benutzt würde, Ist genau, ein Laser würde höchstens Brennschäden erzeugen. a laser would probably produce burn damage. Also würde auch Eiweiß denaturieren. It also has the capability of denaturing the protein. Und wir können das Dentin nicht vor Infekten bewahren. And we cannot actually prevent or let's see, no. Wir können behüten. Yeah, we can't somehow. Na, ist egal. Blockage. Ja, ist egal. Ich möchte Ihnen hier nur ein Bild zeigen. Dieses ist das sind Schliffpräparate, die dann auf Röntgenbilder aufgelegt worden sind. Those are ground sections that have been applied to X-ray films. Sie sehen hier die weiße Zone You can again see the zone of whale und die Bakterien, die hier abgefangen sind. and also the bacteria that have been entrapped by that. Die untere Pulpa ist fast frei von diesen Bakterien. And the lower part Toxinen, Entschuldigung. The lower, Toxine. yeah, okay. The lower part of the pulp is free of these toxins, not bacteria, toxins. Hier ist ein turbinenbeschliffener Zahn. This is a turbine prepared tooth. Die gesamten Toxine können hier in den apikalen Raum einwandern. And the toxins can even migrate even into the apical area. Ich glaube, das ist doch ein sehr eindrucksvolles Bild. In my opinion, this is a very impressive picture. Wenn man nur den Schmelz beschließt, hat das sich Sie selber wissen nicht, wann Sie den Schmelz beschliffen haben und wann Sie im Dentin sind. Denn es brauchen nur einige Dentinkanälchen angeschliffen zu sein und Bakterien einwandern. Dann ist das... Kann ich für alle die... Okay. The question was, what if only the enamel is cut? And the answer was, it is impossible to tell when that dental enamel junction was penetrated, and even if only a few of the dental canals are damaged. Denn der Schmelz wird ja nicht geschliffen, sondern der wird zerschlagen. Because we don't speak of grinding the enamel, it is actually beating the enamel. Wenn Sie ein solches Präparat im Elektronenmikroskop sehen, hat das nichts mehr mit einer normalen Kristallgefüge zu tun. If you see such a slide with that type of tooth preparation in a electron microscope view slide, then it has no any resemblance to any type of a ordered grinding surface or ground surface. Und auch in diesen zerschlagenen Schmelz können Bakterien einwandern. And through this beaten up, destroyed enamel, the bacteria can penetrate. Dann weiter in das Dentin. And finally reach the dentin. Aber die Hauptsache ist, Sie wissen nicht,
wann sie im Dentin sind und wann sie im Schmelz The sind. main thing is that it is difficult to know when you penetrate into the dentin. Well, so what you're saying then is that every crown is prepared as a trolley. Was ist? Stan, translate. Is that what he said? Well, is that what he's saying? Hey, let's have some conclusions here. Hey, Terry. I thought it was obvious. Er hat gesagt, Well, er hat gesagt, nun heißt es dann, dass jede Crown, die man beschleifen tut, dass er sein Problem hat. Jeder Zahn, der mit der Turbine beschliffen ist, ist nach 2 Jahren ein Herd. Every tooth that has had the turbine used on it in 2 years is a focus. Jeder. Every. Ich habe über 7000 histologische Bilder I have over 7,000 histological pictures, nur von turbinenbeschliffenen Zähnen. only of turbine worked on teeth. Und wir haben nicht eine einzige gesunde Pulpa gefunden. And we haven't found one single healthy pulp. Also wir halten die Turbine für die größte Geißel, die die Menschheit in der letzten Zeit bekommen hat. We hold that the turbine has been the biggest gallows of humanity that it was given as a solution to mankind. Ich darf noch einmal erklären, wie ich zu dieser Erkenntnis gekommen bin. I have to explain to you how I came to this recognition. Wir haben, wie Sie wissen, saniere ich seit 35 Jahren. As you might know, I have been busy in saneering patients' mouth for 35 years. In dem Jahr 59 bekam ich die erste Turbine. In 1959, I had my first turbine. Nun haben wir unsere Patienten saniert And so we have cleaned out surgically the patients. und waren sehr froh, als wir dann mit der Turbine unsere Patienten prothetisch versorgen konnten. And we were so happy when we were able to help our patients prosthetically with the use of the turbine. Da kam, als die Patienten waren dann aber nach 2 Jahren oder einem Jahr wieder da However, patients returned 1 or 2 years later, und hatten dieselben Beschwerden von früher wieder. and the same symptoms that they had before had returned. Und dann haben wir eben mit Hilfe der Elektroakupunktur und anderen Testmethoden And then, with the aid of electroacupuncture and other test methods, diese Zähne gemessen measured the teeth und mussten feststellen, dass die schwer beherdet waren. and had to made determination that they were stressed, Man bringt das natürlich nicht gleich mit der Turbine in Verbindung. stressed significantly. Of course, we didn't immediately connect that to the use of the turbine. Aber nachdem diese Phänomene 4 Jahre eingetreten waren, But as this phenomenon continued for a period of 3 to 4 years, habe ich diese Zähne, meine eigenen beschliffenen Zähne, eingeschickt zur Histologie. I then mailed in the teeth that I had personally ground on my patients, sent them in for a histological examination. Und musste feststellen, dass diese kaputt gegangen waren. And I had to learn, sadly, that these were destroyed. Nun suchte ich mir alle Literatur And so I searched the literature, und stellte fest, dass alle sagten, man muss mit der Hitzeentwicklung vorsichtig sein. and there I discovered that everybody was saying you have to be very careful with the heat. Die Zähne wurden also jetzt optimal gekühlt. And so then we cooled the teeth optimally Mit doppeltem Spray aus dem Handstück with double spray from the handpiece und mit zusätzlichem Spray aus der Spritze. and additional spray from the syringe. Die Erfolge waren genauso. However, the results were still the same. Dann haben wir die Turbine weggelassen Then we eliminated the turbines, und wir überlegten uns, was kann der Grund sein. and so we then began to think what could be the reason. Und da kam ich mit dem Professor Ravnik aus Ljubljana ins Gespräch. And then one day I had conversation with a professor from Ljubljana. Also dem Ravnik. Kajetforscher.
Ravnik, he is the Kariesforscher. oh, he is the caries researcher. Und der sagte, ja, das kann vielleicht ein mechanisches Problem sein. And he thought it could be a mechanical problem. Und von dieser Minute an haben wir überhaupt keine Turbine mehr in der Praxis. And from that moment on, we eliminated the use of turbines in our practice. Und wir konnten wieder feststellen, dass plötzlich unsere Zähne, die wir dann routinemäßig alle halbe Jahr nachgemessen haben, And then we determined that the teeth, which we began to measure routinely every 6 months, keine Herzzeichen mehr erkennen ließ. did not display any type of focus problems from then on. Und das und Heimtückische an dieser ganzen Turbinengeschichte ist das, With something very deceitful in this whole story of the use of turbine is es bilden sich keine Granulome. that the absence of granulation formation. Drum erkennt auch die Hochschule bis heute diese Schäden noch nicht an. And that is perhaps why the school thought does not accept this type of a condition even today. Wenn wir sagen, dieser Zahn ist röntgenologisch beerdet, dann ticken die sich an den Kopf. If we say that this tooth is via the view of X-ray is stressed or destroyed, Ja. then they just kind of scratch the head. Die typischen Erkennungszeichen The typical recognizing eines signs turbinenbeschädigten Zahnes of a turbine damaged tooth sind einmal are first die stärkere Sklerotisierung des kortikalen Anteils des Periodontiums, the increased the cortical plate and calcification of cortical plate. Manchmal können Sie sehen, dass die Pulpa in der Mitte entweder obliteriert ist And at times you can see that the pulp is totally obliterated, oder dass Sie eine Aufhellungszone finden, or that you will find a zone of radiolucency, eine Verdichtungszone and then also a zone of radiopacity, und eine Aufhellungszone. and then again a zone of radiolucency. Das heißt also, dass die Pulpa dass die Pulpa sich von der Wand gelöst hat und die Kalzifizierung in der Mitte fortgeschritten ist. This means that the pulp has now separated itself from the dentinal wall and that it is calcifying in the center. Ein untrügliches Zeichen ist außerdem die inter- und intradentale Aufhellung. Another sign which does not deceive is the clearing of the intraradicular bone. Denn Sie können sehen, zum Beispiel bei diesem Zahn, die Aufhellung geht bis hierhin. Hier hört sie auf. Like in case of this tooth, you can see the thinning of that intraradicular bone all the way to that zone, and then it stops there. Die Spongiosa verschwindet vollkommen aus diesen Räumen. The spongiosa disappears from these areas almost completely. Und ich zeige Ihnen nachher histologische Bilder, And I will show you also histological pictures. die wollen wir dann besprechen. Aber bitte achten Sie auf 3 typische Merkmale eines geschädigten turbinenbeschliffenen Zahnes. But remember the 3 typical signs of a turbine damaged tooth. Gucken Sie mit einer Lupe You look with a magnifying glass. den Pulpenraum an. First, the pulp space, the pulp canal. Meistens finden Sie dann die Verdichtung. Most of the time, you will see the denseness. Achten Sie auf die Sklerotisierung Then also watch the periodontal membrane, the sclerosing of that bone, und auf die Aufhellung im Spongiosaraum. and also the thinning of the spongious bony spaces. Hier ein gesunder Interdentalraum. Here is a view of a healthy interdental space. Also, Zahn, Zement, Tooth, cement, Periodontalspalt the periodontal und die space, gesunde Spongiosa mit and the healthy gesunder, spongious bone. hier ebenfalls eine
die kortikalen Anteile, And here again, cortical part, die scharfwelligen Fasern und hier wiederum den Zement. the ligamental fibers, and again the cement. Bitte das nächste Bild. Hier noch einmal der Aufbau, hier noch eine Ramifikation. Here again, the build-up and the ramification, Der Periodontalspalt The und der periodontal kortikale Anteil des Knochens, and the cortical part of the bone, der von oben bis unten ganz exakt ausgebildet ist. which is formed from top to bottom Bitte das exactly. nächste Bild. Denken Sie dran, das ist das Meyersche Wurzelbäumchen. This is Nur the um Ihnen Meyer. nochmal zu zeigen, ich zeige Ihnen eben eine Root solche tree. Ramifikation. I want to show you such a ramification. Wie viel Ramifikation ein wurzeliger Zahn haben kann How many ramifications a single rooted tooth can have, oder ein Fünfer zum Beispiel. or a number 5, for example, Sie wissen, dass ein Molar bis zu 30 Ramifikationen haben kann. that a molar can have as many as 30 ramifications. Diese Bilder sind aus histologischen Schnitten aufgebaut worden. These pictures have been produced by histological sections. Also ich will Ihnen nur zeigen, wie unsinnig im Grunde die genaue Füllung des Wurzelkanales ist, wenn diese Ramifikationen bestehen So bleiben. you can imagine how senseless a root canal filling is when you have these type of ramifications in the pulp. So, nächste Bild bitte. Hier jetzt ein typisches Bild eines Interdentalraumes. And here, this is a typical picture of an interdental space. Ich erzählte Ihnen von der Sklerotisierung. I told you about the sclerosing. Sie sehen, wie hier ganz schnell Faserknochen angebaut wird. You can see here how fast a fibrous bony substance is deposited. Das ist also der kortikale Anteil. This is the cortical part right here. Warum ist das notwendig? Now, why is this important? Das ist ein rein statisches Problem, Because this is a pure statistical problem. weil hier alle Skopiosa-Teile kaputt gegangen sind. A static problem because all the spongeous bone has been destroyed here. Muss der Körper diese Kompensation durchführen, The body is now forced to compensate weil sonst der Zahn einfach nicht mehr in seiner katanischen Aufhängung gewährleistet wäre. because the tooth now in its periodontal membrane cannot properly be supported. Sie sehen aber hier die typischen Merkmale einer Entzündung. And here you see all the signs of a typical inflammation. Wir haben hier den Nerv und Blutgefäßanteil. We have here the nerve and blood vessel system, Diesen sehen Sie die perivaskulären Infiltrate. and you can see the perivascular infiltrations, Hier auch. Und vor allen Dingen jetzt schon die bindegewebliche Vernarbung and dieses especially now Knochengewebes. the connective tissue scarring of the bone tissues. Hier ebenfalls alles sklerotisiert, And here as well, Bindegewebe ist umgewandelt als Narbengewebe. all the connective tissue has now been changed into scar tissue. Das ist hier auch ein typisches Zeichen eines interdentalen Septums. So this is again a typical picture of an interdental septum. Alle Knochenzellen sind schon herausgefallen. All the bone cells have now been dropped out. Das sind alles jetzt Sequester geworden. This is all sequestered tissue. Und hier in diesen Kanälen eine massive Entzündung mit eingeschlossenen Fremdkörpern. And in these channels are massive inflammatory processes with foreign body inclusions. Also keinerlei blutbildendes Mark mehr, sondern nur Fettgewebe. No more blood cell forming marrow spaces, normal marrow spaces in the Und bone. hier wiederum die Anlagerung von Faserknochen. And here again the deposit of fibrous bone. Das ist hier das typische Bild. Hier ist ein Periodontium. Here's a typical picture again. Hier There's ist the ein periodontium. Periodontium. There's the next periodontium.
Und hier die Verdichtung. And here you see the thickening Hier ist die Verdichtung. or the densing Und again. hier ist das gesamte Periodontium knochenmäßig zerstört. And here the periodontal membrane is bone-like destroyed. Bitte das nächste Bild. Hier jetzt eine Vergrößerung This is an aus enlargement diesem letzten Bild. of the last slide. Die vergrößerten Gefäße, You can see the enlarged vessels, eine massive Zunahme der Gefäße, a massive increase in the blood vessels, aber keinerlei Zellen mehr in dem Gewebe, nur hier ein kleines bisschen blutbildendes Mark. However, there are no cells present in this tissue anymore except right here a bundle of cells that form the marrow, Und ein vollkommen unstrukturierter Knochen. and the rest is an unstructured type of bone. So, nächste Bild. Hier wiederum ein Periodontium, Here again, the periodontal ligament. Und wir können sehen, dass hier also keinerlei Knochengewebe im Grunde mehr normales Knochengewebe zu finden And ist. here again, you can see there is no more normal bone-forming tissue present. Wieder ein Ausschnitt aus diesem Again, aus another diesem section, Bild. the same as before, enlarged. Hier die Zellen, perivaskuläre Zellen, Here again, perivascular cells, die noch auf Entzündung hinweisen. which still point to inflammation. Hier, das ist eine Knochennarbe, This is a bony scar, die in dem interdentalen Raum entstanden ist. which formed in the interdental space. Hier. Und hier noch leichte Zeichen der Entzündung. Aber And hier these are- eine absolute Vernarbung. Light signs of inflammation, but this So, is all nächste scar. Bild. Naja, wir machen jetzt Schluss. We bring this to an end now. Ich glaube, Sie haben genug gesehen, I hope you saw enough um meine Sorge zu verstehen, in order to understand my sorrow dass immer noch diese Arbeiten überhaupt nicht anerkannt werden that these type of research is not und recognized, diese Erkenntnisse noch keinerlei Einzug in die allgemeine Denkweise von Zahnärzten gefunden haben. and that this is not finding the route into the thinking of the prevailing dental population. Ich kann nur jeden Kollegen bitten, I can schmeißen only Sie ask- Ihre Turbine so weit wie möglich aus der Praxis raus I can only ask my colleagues to perhaps throw your turbine as soon as possible, as far as possible from your practice, und arbeiten Sie nicht über 20.000 bis 25.000 Umdrehungen. and don't use a faster burst speed than 20 to 25,000 RPMs. Unsere histologischen Versuche haben gezeigt, dass das die maximalen Belastungen sind, die wir einer Pulpa zufügen können. Our histological findings have shown that this is the maximum RPM stress that we can subject the pulp to. Das wäre alles, was ich Ihnen sagen kann. This is really all I would like to tell you. It didn't make any difference what type of burr, gold, you know. Was ist? Doesn't make any Wir difference. alle wollen irgendwelchen Ausweg finden, was das eigentlich bedeutet. What I'm saying is, Talking all when you prep a afternoon, tooth they at ask the 20, question 25,000 RPM, what do you recommend as far as a burr? Nehmen Sie gute Diamanten You can take good und diamonds gute Schleifkörper. and also Ich schleife genauso ich brauche für einen Zahn zu beschleifen höchstens 10 Minuten, Viertelstunde. in order for me to grind a tooth adequately, it requires 10, maybe at the most 15 minutes. Es kann auch mal sein, dass ich 20 Minuten brauche. By using proper and sharp instrument, of course, occasionally it may take me 20 minutes. Aber es geht um den Patienten und nicht um unseren Geldbeutel. However, we're now discussing patients and not our pocketbooks. Wir dürfen nicht nur merkantil denken, We should stop thinking as merchants, denn ich glaube, dass der Anstieg der chronischen Erkrankungen because I believe that the increase of chronic disease unbedingt einhergeht mit dem Einsatz der Turbine. can very well coincide with the use of turbines.
Stan asking whether he uses a dynamic instrument or a carbide instrument when he preps the tube. He said that it does not matter as long as you use proper and sharp and good instruments. Herr Turk, Sie sagen, wenn man eine Erdturbine braucht, dann hat man nach 2 Jahren immer ein Herd. Immer. Der braucht aber noch nicht in Erscheinung zu treten. Nun schmeißen Sie das nicht wieder durcheinander und bringen jetzt wieder die alten Kamellen. Ich habe Ihnen vorgestern erklärt, er sagt, tut ihm. Okay. Ich weiß nicht, ich glaube das Ganze, die alle wollen. The question was, are you saying that every turbine ground tooth after a period of 2 years is a focus, which is what he said? Yes. And then the question, Dr. Turk answered, and can you answer again? Natürlich ist es nach 2 Jahren ein Herd. Of course, after a period of 2 years, it is a Aber focus. dieser Herd braucht noch keine Herdkrankheit zu erzeugen. However, this focus may not produce a focus disease. Aber Denn solange die lokalen Abwehrschranken halten, Because according to definition of focus, as long as the local barriers are not breached, im weichen Bindegewebe, that is in the soft tissue, so lang werden sie nicht herdkrank. you will not have a focus disease. Sie können 100 Jahre mit 100 Herden leben. You can live to be 100 years old and have lived with 100 foci Ohne eine Einbuße in ihrer Lebensqualität zu haben, without perhaps any kind of decrease of quality of life, wenn die Abwehrschranken in ihrem Organismus halten. if those defense parameters of your defense systems will hold. Aber kommt es durch einen Zweitschlag, However, if a second hit should occur, zum Zusammenbruch which then dieser Abwehrschrank, destroys that defense parameter, dann sind sie herdkrank. then you will experience focus disease. Und dann läuft das Geschehen unaufhaltsam ab. And then that condition can no longer be stopped. so man kann es nicht messen mit Elektroakupunktur. Natürlich, natürlich. Natürlich kann man Das das. ist doch der Witz gerade. Okay, aber dann hat man ein Herz. So, was Sie eigentlich sagen, ist, dass jeder Zahn, der gefüllt ist, mehr oder weniger mit Akupunktur immer gefunden werden kann. Ja, natürlich. Aber sie brauchen noch nicht herdkrank zu sein. Nee, das begreife ich, aber es kann immer mit Akupunktur jeder gefüllte. Jeder Zahn, der geschädigt ist, kann in jeder Situation ihrer Abwehrlage als Herd erkannt werden. I would translate it, but it's the same thing talked over and over. Anybody wants to translate it? We want to get on and finish this diagnosis here. And then after Doug wants to show us his laser for a couple of minutes. So, Fritz, you want to go ahead and discuss the diagnosis and treatment? So, ich hoffe, dass Ihnen... I need a little rest. All right, why don't we take 5 minutes? Just, blow